100 Abonnenten! Yeah! 100 Abonnenten, das wollen wir heute feiern. Jawohl. Mit einem Special-Video. Cool. Jeder von euch investiert Zeit, wenn ihr die Videos von uns anschaut. Und wir wollen euch zeigen, dass eure Zeit gut investiert ist, jo, indem wir auch für euch Zeit investieren. Genau. Wir sammeln heute für jeden von euch 1 Minute Müll. Ich habe jetzt übrigens vorhin noch mal nachgeschaut. Wir haben jetzt aktuell haben wir 106 Abonnenten, also werden es 106 Minuten werden, Leute. Und wenn wir dann mit der Aktion fertig sind, dann machen wir noch eine kleine Tour in die Burger Lache und wollen euch was erzählen über die Zukunft von unserem Kanal und wie wir uns das vorstellen. Stelle einen Timer auf 106 Minuten. 106 Minuten, der Countdown läuft. Bimmelt es, Christa? Warte. Wie kriege ich das jetzt aus? Ich glaube, der Timer ist aus, ja. Ist der Timer aus? Ja. Das heißt, wir haben unsere 106 Minuten jetzt, ne? Nee, pass mal auf, Christa, aber es könnte ja sein, dass in der Zeit schon wieder neue Abonnenten dazugekommen sind. Lass uns da noch ein bisschen was dranhängen. Pass mal auf, Leute, wir hängen noch eine halbe Stunde dran, weil es könnte ja sein, ne? Dann haben wir gleich die neuen Abonnenten mit abgegolten, ne? So Leute, nach 136 Minuten, also mit der Bonus halben Stunde, ne, präsentieren wir euch jetzt unser Ergebnis, was wir alles hier zusammengesammelt haben, die Ernte sozusagen. Ne? Also ich bin schockiert, ich bin sprachlos, weil so viel Dreck auf dem Boden rumliegt, Wahnsinn. So Leute, also die 4 Säcke haben wir jetzt da insgesamt. Ne? Das Zeug lag halt alles einfach am Boden rum. Ich bin sprachlos. Ja. Wir geben das jetzt, wir fahren jetzt zur Müllbeseitigungsanlage hier in Erlangen. Mit denen habe ich heute einen Deal. Da dürfen wir das abgeben, ohne dass uns das Kosten verursacht, als ehrenamtliche Müllsammlung. Ja Leute, und zum Schluss, ne, möchte ich euch noch zeigen, ne, ich habe alleine in den 136 Minuten 2 solche Dinger hier gefunden. Das sind Einweg-E-Zigaretten, die gibt es an der Tankstelle zu kaufen. Die kosten irgendwie, weiß ich nicht, 8 Euro, keine Ahnung.
Und da ist ja jedes Mal ein Lithium-Ionen-Akku drin, Leute. Das ist eine unfassbare Umweltverschmutzung, wenn die Dinger einfach so ins Gras geschmissen werden. So, hallöle, wir sind jetzt hier in der Brugger Lache. Wir haben ja gesagt, wir wollen danach noch einen kleinen Lauf machen, wo wir so ein bisschen erzählen wollen, wie ist der Kanal überhaupt entstanden und wo geht's hin und wie stellen wir uns das vor in Zukunft. Vielleicht gerade für die ganz neuen, ganz frischen Abonnenten bei uns, dass wir noch mal ganz kurz erklären, wie unser Kanal überhaupt entstanden ist. Also die Sache ist die, ich bin jetzt schon seit, ja weiß ich nicht, sieben Jahre oder sowas, mache ich halt dieses Wandern oder Ultrawandern, wie man es vielleicht manchmal auch nennt. Ich habe jetzt auch 200er mal gemacht, erfolgreich, und habe zig 50er. Ich habe zweimal die Mega-Challenge gemacht mit über 1000 Kilometern. Aber so über die ganze Zeit hinweg muss ich sagen, ich bin halt auch immer alleine gelaufen. Ne? Also ich habe zwar Wanderbuddies, aber die leben halt nicht in Erlangen und ich bin oft so dieser Spontantyp. Also bei mir ist es oft so, dass ich sage, komm, jetzt muss ich raus, 10 Kilometer durch die Stadt oder irgendwie sowas. Ne? Das war mir halt immer nicht möglich. Ne? Und eines Tages habe ich dann auf Facebook, ja, da habe ich so wie nennt man das, einen Beitrag gesehen von einer Christa. Und die hat geschrieben, ja, ich möchte gern laufen, ich bin blind, gibt es jemanden, hat jemand Lust? Ne? Und darauf habe ich dann reagiert. Genau, und dann haben wir uns verabredet und ich habe mir zuerst gedacht, cool, der hat auch schon mal für die Lebenshilfe diese Mega-Challenge gemacht, ich glaube, der passt. Und dann sind wir haben uns mal am Abend 4 km/h, schnell oder langsam, kann man sehen, wie man will, sind wir dann so 2-3 Kilometer gelaufen, haben uns so unterhalten. Dann haut er so Sachen raus wie, er läuft 100 Kilometer. Ich habe mir gedacht, der Typ ist einfach nur irre. Dann hat er aber vorgeschlagen, dass er mit mir für den 50er im November im letzten Jahr trainieren will. Der Megamarsch war das. Genau. Ja. Da habe ich mir gedacht, geil, endlich mal wieder Adrenalin in meinem Leben. Ja. Ja, und dann haben wir uns einfach öfter verabredet, haben trainiert. Jawohl. Ja, und das ist toll. Ja, und seitdem wandern wir eigentlich die ganze Zeit zusammen. Also ich muss auch ganz ehrlich sein, ich laufe kaum noch alleine rum. Und es ist auch richtig so, es ist auch okay so für mich. Es ist eigentlich genau das, was ich gebraucht habe und dadurch ist auch eine ganz, ganz tolle Freundschaft entstanden mit der Zeit. Ja, oder Christa? Auf jeden Fall. Gut zu hören. Und ich komme endlich zu meinem Laufen. So ist es dann eben alles in seinen Bahnen gelaufen. Wir haben dann halt trainiert. Und wir haben dann auch so Touren gemacht wie zum Beispiel Erlangen-Ebermannstadt. Das waren dann halt 34 Kilometer und so weiter. Und in dieser Zeit kam es dann halt, dass die Christa gesagt hat, jetzt komm, lass uns daraus Filme machen. Also ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die Christa ist blind und sie möchte es, ne? Ja. Dass wir Filme draus machen. Das fand ich halt damals irgendwie ein bisschen verrückt. Ne? Aber was macht der Holger? Der kauft sich so eine GoPro. Ne? Ja, die Christa ist auch dran geblieben und wir haben dann eben den Megamarsch in Nürnberg auch erfolgreich durchgezogen. Mit Ach und Krach. Mit Ach und Krach, ja, aber mein Gott, es war in Ordnung und so ist es jetzt. So ist es jetzt dazu gekommen, dass es diesen YouTube-Kanal gibt und wir halt eben weitermachen, weil es einfach Spaß macht. Man orientiert sich natürlich an bestehenden Kanälen. Das ist schon klar, ne? Das ist ja auch ganz normal. Wie zum Beispiel dem Outdoor mit Sebastian, der war vor allem für mich auch schon immer Inspiration. Aber ich glaube, die Christa ist da auch ein Fan von. Ne? Ja, der redet immer so viel, das ist gut und so interessant. Ja, aber der ist natürlich so groß, der wird uns gar nicht kennen. Ja. Aber es gibt zum Beispiel noch den Martin, den Eifelbomber. Und den Stefan. Und den Wandermann, genau. Ne? Und natürlich, da richtet man sich nach solchen Kanälen ein bisschen. Und das machen wir auch. Aber wir haben unseren ganz eigenen Take von so einem Kanal. Also wir wollen unsere ganz eigenen Ideen da einbauen. Und wir werden halt versuchen, immer wieder so die Themen Inklusion und Barrierefreiheit so ein bisschen aufzugreifen. So haben wir zum Beispiel
bei dem Donau-Marathon-Film war das, glaube ich, da haben wir so eine Folge von Blind Kitchen abgedreht, also Christas Blind Kitchen, wo man einfach mal sieht, wie lebt die Christa im Alltag, wie macht die das, wenn die jetzt zum Beispiel in der Küche irgendwas, wenn sie Gewicht abwägen muss und so weiter. Oder wir haben in eine Folge haben wir zum Beispiel Blind Dart eingebaut. Und Leute, sowas wird öfter mal ein kleiner Bestandteil unserer Videos sein. Es wird nie die Hauptsache sein. Das Wesentliche bei uns ist das Wandern und es wird natürlich immer bleiben. Ja. Ja, und wir haben von der Wander-Community so viel Anerkennung und Freundlichkeit und Akzeptanz auch erfahren. Und Respekt. Ja, das können wir gar nicht in Worte fassen. Also wir sind da immer noch ganz baff. Und das motiviert uns natürlich auch, ne, einfach weiterzumachen mit unserem Kanal. Weil das fühlt sich einfach gesund an, Leute. So Leute, jetzt habt ihr unsere Message gehört. Ne? Und wenn ihr vielleicht gerade das erste Mal zuschaut, ne, ja dann, Christa, was sollen die Leute dann machen? Ein Abo da lassen. Und ein Like da lassen vielleicht auch noch. Ne? Alles klar, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschö. Ade.